Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video dreht sich alles um den Winwing Orsa Miner Airliner Joystick, der hier in dem Karton ist. Ich würde sagen, wir packen ihn aus und schauen uns ihn einmal genauer an. Los geht's, meine Freunde. Ja, herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Und heute ist der 24.12. Und ich würde sagen, das Paket ist pünktlichst heute angekommen. Und ja, wir packen das Ganze jetzt mal gemeinsam aus. Hier drin ist der Orsa Miner Airliner Joystick von Winwing. Vorab, ich bin hier nicht gesponsert von Winwing, nur dass das einmal klargestellt wird. Ich habe mir den Stick selbst gekauft für 53,91 € aktuell. Noch rabattiert im Winwing Shop. Ansonsten würde er 59,90 € kosten. Also für all diejenigen, die da noch Interesse dran haben. Ihr habt noch 6 Tage Zeit, ihn rabattiert zu erwerben. Gut, also ich würde sagen, wir packen das jetzt aus. Ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Das Ganze ist schon alles entpackt im Endeffekt und der Joystick ist auch schon weg. Aber da ist auch großartig nichts viel zu sehen im Endeffekt. Wir packen das mal kurz fix aus. Für all diejenigen, die das hier Ganze nicht sehen wollen, dieses Unboxing, die können gerne unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein paar ja, Zeitstempel reingekloppt. Da könnt ihr dann einfach vorspringen zum eigentlichen Joystick und dann dem Produkt. Also, wir machen das Ganze auf. Das Ganze sieht so aus. Ich hoffe, dass es nicht überbelichtet. Ansonsten kann ich auch mal hier gerade ein bisschen das Licht dimmen. Vielleicht ist das besser. So sieht das Ganze aus. Hier ist diese Verpackung drin und was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, was den Versand angeht, dieser Stick ist hier passgenau in dieser Form, oder die Form ist passgenau an den Stick angepasst, besser gesagt. Das heißt, hier Warensicherheit und Warenverschiffung ist auf jeden Fall gewährleistet, dass hier nichts kaputt gehen kann. Gut, das war's auch schon. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon ja, einmal ausgepackt, damit ihr euch das Elend nicht anschauen müsst und damit das Video auch nicht so in die Länge gezogen wird, so künstlich. Das mag ich nämlich auch nicht, wenn ich mir irgendwelche Videos anschaue im Internet. Gut, also, pass auf, Leute, ich packe das hier mal gerade beiseite und dann gucken wir uns jetzt mal den Stick an, würde ich sagen. Bevor wir aber jetzt zum Stick kommen, schauen wir uns natürlich erst einmal das Zubehör an, was dabei ist. Und zwar haben wir hier 3 Dinge, die dabei sind, wie ihr schon seht. Ich entschuldige mich schon mal für die Kamera, dass sie so eine schlechte Qualität hat. Ich habe leider noch keine 4K-Kamera, also falls ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun in Form eines Abos oder sonstiges. Da bin ich euch jedes Mal sehr dankbar für. Vielleicht bringt dann auch mal eine 4K-Kamera dabei raus. Gut, also, was ist dabei? Wir haben hier 2 Imbusschlüssel. Ich hoffe, man kann sie einigermaßen erkennen. So. Und die brauchen wir auch noch tatsächlich, denn damit kann man den Stick feiner justieren. Ja, das zeige ich euch aber gleich noch alles im Detail. So, die tun wir erstmal beiseite. Dann haben wir hier noch 2 kleine Schräubchen im Gepäck hier zu sehen. Und natürlich das Wichtigste überhaupt, das Kabel. So, kommen wir mal kurz zu den Daten des Kabels. Also, wir haben hier ein 3 Meter Kabel mit USB-C und USB normal 2.0 Anschluss. Eins für die, ja, für euer Endgerät, Xbox, PC oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Und eins für das USB-C für den Stick an sich. Also das USB-C kommt in den Stick und das kommt ins Endgerät. Gut. 3 Meter Kabel, wie ich finde, optimale Länge, für jedes System geeignet. Und ja, nichts Besonderes im Endeffekt. Ja? Gut, dann kommen wir jetzt einmal zum Stick an sich. Hier ist das gute Ding und was mir direkt auffällt im Vergleich zu meinem anderen Joystick, ich habe die ganze Zeit einen Thrustmaster TCA Quadrant gehabt. Ich denke, so wie die meisten ja, Leute, die Airbus fliegen oder Airliner, ja, die werden auch alle den Thrustmaster haben, denke ich mal. Auf jeden Fall, erster Eindruck im Vergleich zu dem anderen Stick, er ist von der, ja, von der Haptik her und vom Gewicht her deutlich angenehmer, muss ich sagen. Gewicht beträgt hier knapp unter 1 Kilo, ist das Gewicht hier. Also liegt gut in der Hand. Und auch unten drunter, wenn wir mal schauen, er hat hier diese Rubber-Pads drunter im Endeffekt. Die sind, also hier haben wir diese großen Auflageflächen, dann haben wir hier noch so kleine Punkte.
an jeder Ecke. Große Auflagefläche, kleine Punkte auch, ne? Die sind sehr gut verteilt und wenn ihr die auf einer, ich habe hier einen glatten Schreibtisch im Endeffekt, da rutscht nichts weg. Also der ist stabil auf jeden Fall. Und des Weiteren, wenn wir gerade schon bei den Anschlüssen sind, wir haben hier auch die Möglichkeit, hier unten ist 2 Schrauben im Endeffekt, also 2 Löcher. Die kann man dann noch montieren auf ein, auf ein Gerät, sag ich jetzt mal, auf ein Gestell, um den Stick dann zu befestigen. Ja, damit er nicht, damit er komplett fixiert ist im Endeffekt. Gut. Was haben wir noch hier? Fangen wir mal von oben nach unten an im Endeffekt. Also hier oben haben wir natürlich die normale Einheit mit dem AP-Off-Knopf. Ich habe hier die Captains-Variante, ist der bei mir auf der rechten Seite der AP-Off-Knopf. Kann das einmal hier zu euch drehen, dann seht ihr das, ja. Die Captain-Variante. Und die Daumenablage haben wir auch dabei. Ganz cooles Gimmick, wie ich finde, denn diese ist magnetisch und kann man abnehmen, ja. Dann habt ihr hier unten drunter noch, diesen Stick, womit ihr, Trimmung, Sichten, den könnt ihr drücken, könnt ihr alles mitmachen, könnt ihr alles mit einstellen. Also, wir können den drücken, links, rechts, oben, unten, das kann man alles mitmachen und man kann natürlich auch diese Kappe drauf machen und dann hat man wieder eine Daumenablage. Was haben wir noch? Wir haben hier den Sprechknopf im Endeffekt oder Bremsknopf oder was weiß ich, was ihr da alles drauflegen könnt. Ihr könnt das ja konfigurieren, wie ihr möchtet hinterher. So, dann haben wir noch, natürlich haben wir einen Schieberegler dabei für die Schubeinstellung. Wer keinen Quadranten hat, sondern nur einen Stick, dann kann man das auch hier rüber regeln. Funktioniert auch, lässt sich gut bedienen. Hat keine Rasterfunktion für Reverse, wen es interessiert, ja. Also, es ist ein ganz normaler Stick, ein ganz normaler Schieberegler, der geht durch, ohne Klicken, ohne Raster. Dann haben wir hier ganz fein geformtes, edles Design, muss ich sagen, mit einem kleinen LED-Streifen hier drin, der dann bei Anschluss leuchten kann. Könnt ihr auch separat ausschalten. Dann gehen wir aber dann später noch in der App drauf ein. Des Weiteren haben wir hier ganz viele verschiedene Knöpfe zur Auswahl, ne, die wir alle belegen können. Die sind alle so leicht geriffelt und man kann so erahnen, blind, was welcher Knopf ist. Mal gucken, ob man das aufnehmen kann. Ja, es geht, ne? Ja. Kommen wir noch kurz zu den Dimensionen dieses schönen Sticks. Also, wir haben hier, er ist komplett 2,17 Meter breit. In dieser Breite sind das 2,17 Meter, also 21 Zentimeter. Dann haben wir 22,7 Zentimeter in der Tiefe und 23 Zentimeter in der Höhe. Ja? So sieht das Ganze dann einmal aus. Gut. Ja, was gibt es noch zur Verarbeitung zu sagen? Und zwar haben wir hier, ich kann ja nicht nur positive Sachen sagen, haben wir hier natürlich einmal den Anschluss fürs USB-C, der kommt hier hinten rein. Und dann haben wir hier hinten so eine kleine Naht am Griff im Endeffekt. Die sieht man auch ganz gut jetzt in der Kamera. Die ist ein bisschen rau. Also so ein bisschen kantig im Endeffekt. Nicht komplett, also nicht passgenau, würde ich sagen. Obwohl passgenau ist es schon, ist halt nur ein bisschen rau, ja, die Kante. Für mich persönlich, mich stört es nicht. Den einen oder anderen wird es vielleicht stören. Wer da sehr penibel ist oder so, ne, dem stört das vielleicht. Ansonsten ist die Verarbeitung sehr gut. Er liegt wirklich gut in der Hand und ja, was soll ich sagen? Super Ding eigentlich. Aber wer den anderen Stick kennt, den Thrustmaster TCA Stick, der ist ja magnetisch und die Dämpfung hier läuft über Federn und dadurch hat man auch hier dieses leichte Zurückwippen des Joysticks, wie im echten Airliner auch. Ja? Woher weiß ich das? Dass es wie im echten ist. Ich selbst war auch schon in einem 320er Simulator gewesen, in einem richtigen, und daher weiß ich auch, wie die Dämpfung dieses Joysticks da ist und kann sagen, dass das hier dem Originalen sehr, sehr nahe kommt. Beziehungsweise, wenn es nicht sogar, so ist tatsächlich fast, ne? Wie ihr seht, er ist super gut im Handling hier und passt alles. Gut, kommen wir jetzt zu dem Imbusschlüssel, denn die hier, habe ich ja gesagt, kann man noch verwenden, um das Ganze einzustellen. Wie kann man das Ganze einstellen? Wir haben hier unten so eine Klappe. Wenn wir die einfach öffnen, die kann man ganz einfach öffnen, hier einfach nach oben ziehen
dann öffnet sie das Ganze und schon haben wir die ganze Technik von diesem Stick hier zu sehen. Wir hier sehen hier die Federn, hier und hier. Und wenn ich jetzt den Stick hier bewege, dann seht ihr auch, wie sich die Federn bewegen. Ja. Und dadurch, hier könnt ihr diese Federn einstellen im Endeffekt, wie hart und wie schwach ihr ja, das haben möchtet. Also wie stark man hier ziehen muss und ob man halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ziehen muss. Das könnt ihr dann hier individuell einstellen. Gut. Da habt ihr dann nämlich hier zur Verfügung mit den Imbusschlüsseln könnt ihr hier links und rechts jeweils, kann man schlecht sehen, aber hier links und rechts könnt ihr das dann präziser einstellen. So, mein Gott, jetzt haben mir die Worte gefehlt. Gut, ich mache das mal wieder zu. Ansonsten würde ich sagen, ich schließe das Ganze jetzt mal an und dann sehen wir uns in der Sim-App Pro wieder, gucken, was die alles kann, wie der Stick an sich reagiert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch in den Sim, machen einen kurzen Flug, damit ich euch das zeigen kann. Und ansonsten, ja, sehen wir uns gleich im Sim. Auf meinem Desktop meine ich. Also, bis gleich, meine Freunde. Ja, wie ihr seht, sind wir noch nicht im Sim, denn ich habe eine Sache euch komplett unterschlagen zu zeigen. Und zwar ist es diese hier. Wir können den Stick natürlich auch noch in in dieser Achse hier bewegen. Und das Coole ist, wir haben ja noch 2 Schrauben dabei. Also diese Achse nennt sich übrigens Z-Achse. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Und wir haben hier noch 2 Schrauben dabei. Und eine Schraube dafür kann man zur Blockade dieser Achse benutzen. Wenn ihr diese nicht habt, also wenn ihr Pedale habt oder sowas, dann braucht ihr diese Achse ja nicht. Dann könnt ihr die dafür benutzen. Und zwar ist hier hinten an dem Stick, jetzt kann man es glaube ich ganz gut sehen, hier, haben wir hier so eine kleine Einkerbung, wo eine Schraube reinpasst. Und da könnt ihr eine von diesen Schrauben reindrehen, und dann blockiert ihr diese Z-Achse damit. Wie ihr seht, kann man dann nicht mehr hoch und runter gehen. Ja? Der Stick geht so ein bisschen hoch und runter, wenn man hier diese Z-Achse nutzt. Ja? Dadurch blockiert ihr diese Achse. Gut, also, das soll es aber jetzt gewesen sein. Jetzt sehen wir uns gleich auf meinem Desktop in der Sim-App Pro wieder. So, und nun aber herzlich willkommen auf meinem Desktop und in der Sim-App Pro, meine Freunde. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier den Stick angeschlossen und er leuchtet bereits. Das ist dieses ambiente Licht im Endeffekt, ist auch hier unten drunter das ambiente Licht um diesen Ring drumherum. Der Stick im Endeffekt und hier vorne drinne ist auch noch ambiente Licht, ansonsten drumherum. Und ja, so sieht das ganze Gerät aus, wenn es leuchtet. Und zu den Einstellungen kommen wir jetzt. Also, Winwing Pro App oder Sim App Pro besser gesagt, wir klicken einmal auf unseren Stick, also hier ist meine FCU-Einheit, EFIS, darüber habe ich auch bereits ein Video gemacht. Und hier ist mein Corsa Miner Sidestick, Airliner Sidestick. Wir klicken einmal drauf und schauen uns das Ganze einmal an, Doppelklick, und da landen wir auch schon in diesem Menü. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer und schaue mal, dass man alles drauf bekommt, ohne dass das hier verdeckt wird. Ich mache nochmal gerade die Webcam ein wenig kleiner. Ich hoffe, das passt so bei euch. Ansonsten einfach Bescheid. Und dann kriegt ihr noch ein paar mehr Aufnahmen. Also, hier sind wir jetzt drin. Was können wir machen? Also, wie ihr seht, haben wir hier die normale Oberfläche. Wir fangen am besten wieder oben an. Ich nehme mal hier gerade das Käppchen ab von der Daumenauflage und lege das daneben. Und dann gucken wir uns das mal von oben nach unten wieder an. Also, wir fangen auf der rechten Seite an. Wir haben hier oben ja diesen Drehstick, also nicht den Drehstick oder den Stick, womit man nach oben und unten machen kann. Und wenn wir jetzt in die App separat gucken, bei Head, können wir, wenn wir nach oben gehen, schlägt das nach oben aus, unten, rechts und links. Und wir können hier auch einmal klicken. Ja? Und dieses Klicken funktioniert auch, wie man hier sieht, visuell in grün und links auch noch einmal niedergeschrieben. Das funktioniert 1A. Und darauf könnt ihr dann entweder, wenn ihr auch kleinere Maschinen fliegt, Trimmung einstellen, Kameraperspektiven im Sim etc. pp. Dann haben wir natürlich den AP-Off-Knopf für uns Airbus-Piloten. Können wir auch klicken und man hat ein deutliches Klickgeräusch. Ich weiß nicht, ob man es hört im Ton gerade. Es ist schon sehr deutlich. Man hört es sehr deutlich und wird auch hier einmal ausgeführt, grün markiert. Dann haben wir auch wieder hier hinten unseren Knopf
Funktioniert auch. Die Z-Achse dreht sich, wie man sieht. Ja, ist auch zu sehen. Dann haben wir hier noch Vibration Intensity. Und dieser Stick hat einen kleinen Motor verbaut. Und zwar befindet der sich, zeige euch mal gerade hier, in dieser Region befindet sich dieser kleine Motor. Und der vibriert. Wenn ihr das Fahrwerk einfahrt, vibriert der. Wenn ihr landet, vibriert der. Und ich habe den hier auf 0% stehen. Man kann den jetzt hochdrehen und dann, jetzt aktuell vibriert der Stick. Ihr seht das nicht, aber könnt es auch nicht hören wahrscheinlich. Aber er vibriert. Ihr könnt das auf Max stellen. Jetzt vibriert er durchgehend durch. Und ja, ihr habt hier auch eine Set-Mode-Funktion. Ich habe die jetzt auf Disabled gestellt. Standardmäßig steht die auf Default. Und dann würde das halt beim Start und beim Landen ja, vibrieren im Endeffekt. Ne? Gut, wir lassen das mal jetzt auf Default. Advanced sind dann ja eure Settings im Endeffekt. Also wir machen es auf Default und dann passt das Ganze. Gut, kommen wir dann auch schon zur linken Seite, ein bisschen komplexere Seite hier. Hier haben wir dann den Stick an sich. Von den Bewegungen her können wir hier den einmal einsehen. Wir fangen hier oben rechts an mit dieser Todeszone, also Dead Zone Settings. Man kann hier auch Settings für die Dead Zone einstellen. Diese Einstellung würde ich aber, glaube ich, im Sim eher vornehmen. Hier habe ich jetzt auch noch nichts dran geändert. Wir gucken uns das mal an. Ich gehe mit dem Stick jetzt einfach mal nach links. Und wie ihr seht, visuell ist hier oben diese rote Linie nach unten gegangen. Und ich bin jetzt die ganze Zeit in der linken Position. Und der steht auch nach links unten. Hier ist er auch nach links gegangen. Ja? Ich mache das nochmal, damit ihr es seht. So. Und jetzt mache ich nach rechts. Mal nach unten. Ja. Unten. Oben. Unten. Oben. So, wieso zeige ich euch das jetzt? Und wieso mache ich das? Wenn ich das jetzt so beim TCA-Quadrant gemacht habe oder hätte, dann hatte ich immer das Problem, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder an meinen Settings, auf jeden Fall, wenn ich nach links gegangen bin, hatte ich immer einen Ausschlag, der so aussah, wenn ihr guckt. Der nach oben ging, nach unten, irgendwie immer so ein bisschen quer. Hier hat man eine klare Führung, man geht nach rechts und der bleibt rechts. Er geht nach rechts, er bleibt rechts und er geht nach links, er bleibt links. So. Das gleiche nach oben und nach unten, ja. Hier bewegt sich nicht viel nach links und rechts. Ja. Kann auch sein, dass es an mir lag, aber hier bei dem Stick ist das so, dass ich hier ein viel besseres Gefühl habe für die ganzen Achsen. Wisst ihr, was ich meine? Und das sieht man auch hier oben an dieser Linie. Ja, die sind einfach viel klarer und direkter. Und das merkt ihr auch nachher, wenn ihr den Airbus fliegt, dass das viel, viel deutlicher ist von den Achsen. Gut, das dazu. Was haben wir noch? Wir haben die ganzen Knöpfe natürlich, die wir auf Funktionen testen können. Noch kurz zu den Knöpfen hier. Die sind auch durch ein deutlich hörbares Klicken erkennbar. Tatsächlich ein bisschen lauter als beim TCA-Stick, was mich auch, ja, mich stört es nicht, aber es ist natürlich, ja, für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen nervig. Aber gut. Also, wie gesagt, mich stört es nicht. Muss jeder selber für sich entscheiden. Ich gucke mal, ob man das aufnehmen kann. So ein bisschen, ich gehe mal mit dem Mikrofon hier so rüber. So, das sind die Knöpfe. Ich drücke da jetzt natürlich auch absichtlich ein bisschen lauter drauf. Mit mehr Kraft, aber so hören die sich an. So, kleiner Soundcheck von den Knöpfen. So, was haben wir noch? Wir können jetzt hier unten natürlich auch noch den Slider sehen. Wie der funktioniert. Der funktioniert auch von 0 bis 4095. Gut, ich lasse den erstmal nach ganz unten. Und dann haben wir hier noch das Backlight. Das können wir hier in der Helligkeit einstellen. Jetzt könnt ihr hier einmal auf das Licht achten. Das wird jetzt dunkel. Und genau, kann man einstellen hier. Dann haben wir hier noch ein Breathing Light Switch Mode im Endeffekt. Wenn wir den auf On stellen, dann pulsiert unser Ambiente-Licht ein bisschen am Stick. Wie ihr seht, ja? Also pulsiert ein bisschen, könnt ihr an- und ausstellen. Und ja, Backlight-Settings könnt ihr hier auch auf Sync einstellen oder Bind to Axis. Das ist so kleine Spielereien im Endeffekt, ne? Gut. Also ich lasse das hier mal auf Settings und mache das Ganze mal aus, weil ich brauche das Ganze nicht leuchten zu sehen bei mir, ja? Hier leuchtet eh schon genug in der Bude. Gut, also das jetzt, ja, ich glaube, das war es erstmal zur Sim-App Pro. Wir können theoretisch hier noch eine Kalibrierung vornehmen, wie ihr seht, und ein Firmware-Update durchführen. Wir haben aber aktuell die aktuellste Firmware installiert, also brauchen wir das Ganze nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich einmal im Sim und ich zeige euch jetzt mal, ja,
wie der Stick sich im Sim verhält. Also meine Freunde, wir sehen uns gleich im Sim. So, meine Freunde, herzlich willkommen hier im Simulator in Düsseldorf. MSFR 2024 natürlich. EDDL, Piste 2-3 links im Phoenix A320 mit der Eurowings. So, ich stehe schon totally ready auf der Bahn und ja, nach ein paar kleinen Einstellungen vom Stick, weil ihr müsst wissen, der Stick kommt ohne Konfiguration, also null Konfiguration. Wie man ihn im Sim konfiguriert, zeige ich euch in einem nächsten Video tatsächlich. Also macht euch da auch keine Sorgen. Ihr müsst einfach nur im Endeffekt die Querruderachsen, die Längsruderachsen und so alles konfigurieren, ist eigentlich kein Problem. Gut, ich habe das konfiguriert, das Ganze, und wie ihr seht, bewegt sich das Ganze hier auch, wenn ich oben unten mache, und mein Tiller bewegt sich auch mit der Z-Achse, da ich tatsächlich keine Pedale habe. Ja, sieht ziemlich aus. Gut, also. Was fällt uns als allererstes auf? Ich mache das Ganze einmal so, damit ihr das auch seht. Aufs PFD gucken, ganz gut. Also, ich vergleiche das immer gerne mit dem anderen Joystick, den ich hatte, denn ich meine, das sind die Vergleiche, die wir brauchen, die ihr braucht und die für mich auch immer sehr interessant sind. Also, ich ziehe den Stick jetzt einfach nach hinten, wie als wenn ich rotieren würde, und wie ihr seht, geht er einfach straight nach oben. Ja? Auch hier der ja, das Kreuz, das Fadenkreuz im Endeffekt geht auch straight nach oben, ohne Abweichung großartig nach links und rechts. Man muss eventuell noch so ein bisschen die Todzone einstellen für die Ruderachse, wie man sieht. So ein bisschen bewegen sie sich, ja. Das liegt vielleicht auch an meinen klumpigen Fingern, dass ich das nicht richtig mache, aber ja, das sind so Feineinstellungen, die man noch machen muss. Wir gehen mal nach links. Hier ist auch komplett nach links und nach rechts. Ja, funktioniert auch hier zu sehen. Und die Ruder funktionieren auch super gut mit der Achse. Ja, also, das wollte ich euch damit zeigen. Mit dem anderen Stick sieht das nicht bei mir immer ein bisschen so aus, dass das so ein bisschen hin und her geht, also nicht so extrem, aber dass ich dann nicht komplett diese gerade Horizontallinie habe zum Beispiel. Ja, weil das war immer so irgendwie das Problem, warum auch immer. Und was man sagen muss, wenn ihr das im Sim vergleicht und hier in Real Life jetzt gerade, hält sich halt auch einfach deutlich besser. Man hat ein besseres Feeling, man packt mehr, man kann mehr anfassen. Ist alles ein bisschen angenehmer. Ich mache jetzt einfach mal einen Take-Off, die es interessiert. Und Flaps sind gesetzt. Ich hau einfach hier rein. Volle Kanne jetzt. Parkingbremse wird gelöst. Und jetzt starte ich mal so ein bisschen aus der Perspektive, damit man das vielleicht so ein bisschen sehen kann. So, also. Ja. Triebwerke 50%, ich probiere es einfach mal und dann ja, gehen wir einfach mal in den Take-Off. Ich habe jetzt natürlich nichts eingestellt hier, ne, meine Freunde. Deswegen kriegen wir auch die ganzen Warnings. Ich probiere natürlich ein bisschen in der Centerline zu bleiben, wie wir es kennen, und rotiere jetzt einfach mal gleich. So, ziehe jetzt nach oben. Ihr seht, er funktioniert. Jetzt vibriert er, ich fahre das Fahrzeug ein und er vibriert ein wenig. Ja. Und jetzt ist die Vibration zu Ende im Endeffekt und das Fahrzeug ist komplett eingefahren. Ich gehe mal auf Level Kleinposition zurück gerade und mache mal gerade die Speed auf Manage. Kann ich nämlich hier so ein bisschen euch was zeigen. Gut, also Stick an sich lässt sich super gut fliegen. Ja, komm. Lässt sich super gut fliegen, und zwar, wenn wir jetzt nach einer Rechtskurve machen, ist super präzise im Endeffekt. Und hier merkt man auch, ja, man kann viel präziser das Ganze steuern. Den ganzen Airbus kann man viel präziser steuern. Hier reichen nur kleine Inputs auch, aber das ist ja auch eine Einstellungssache im Endeffekt euch dann hinterher, wie ihr das Ganze einstellt. Aber man kann ihn meiner Meinung nach viel besser fixieren, weil man durch diese Dämpfung der Federn ja, eine bessere Kontrolle darüber hat. Und nicht so wie beim Magneten, dass er immer so zurückschnallt und man immer so einen Gegendruck hat im Endeffekt, wo man gegen arbeiten muss. So hatte ich das Gefühl gehabt, wenn man das so
beschreiben kann, ja. Ja, aber hier Linkskurve funktioniert, Rechtskurve funktioniert, Linkskurve funktioniert. Jetzt machen wir hier nochmal links die Kurve. Und wie gesagt, das kann man alles. Der geht auch super direkt, wie man sieht, so im Vergleich. Nach oben machen, nach unten. Ja, also. Funktioniert super im Sim, ich bin begeistert. Und ja, ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen soll. Das war der Ursa Minor Airliner Stick. Wie gesagt, ist noch im Angebot, 10% rabattiert. Ich weiß nicht, ob er noch rabattiert ist, wenn das Video rauskommt. Deshalb tut mir leid. Ansonsten würde er 60 Euro kosten. Und also super angelegtes Geld. Für mich eine Bereicherung. 1000-mal besser. Das heißt 1000-mal auf jeden Fall besser als der Thrustmaster CCA Stick im Vergleich. Und das ist ja der Vergleich, den wir auch alle brauchen. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Stick, postet es einfach unten in den Kommentar. Ansonsten kommt auch auf meinen Discord. Wir sind mittlerweile eine coole Community geworden und da hilft jeder jeden. Ansonsten habe ich euch alle Links nochmal in die Videobeschreibung gepackt vom Stick, vom Stick im Endeffekt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall auf einen Daumen in nördlicher Richtung drüber freuen. Über ein Abo natürlich selbstverständlich immer. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Und sage bis dann, ciao, euer Patrick.